willkommen. Nimm dir einen Augenblick, bevor irgendetwas anderes geschieht, um die Teile von dir zur Ruhe zu bringen, die sich noch immer in Bewegung anfühlen. Die Schultern, die Hände, die kleinen Muskeln rund um die Augen. Lass sie schwer werden, in ihrer eigenen Zeit, ohne Eile, ohne das Gefühl, dass du dies richtig machen müsstest. Heute Nacht gibt es nichts zu lernen. Am Morgen gibt es nichts zu erinnern. Es gibt nur einen stillen Ort, der hoch in den Bergen auf dich wartet, und einen langsamen Abend, der sich in ihm entfaltet, und eine Stimme, die dich sanft hindurchführt, einen weichen Schritt nach dem anderen. Wenn es dir möglich ist, lass das Gewicht deines Körpers ein wenig tiefer in das sinken, was dich hält. Die Matratze, das Kissen, das Polster, die Decke, die soeben über deinen Beinen liegt. Bemerke, wie die Fläche unter dir bereits die Arbeit tut, dich zu tragen, und wie du ihr dabei nicht helfen musst. Du darfst loslassen, dich selbst zu halten. Du darfst loslassen, den Tag zu halten. Atme langsam ein, wenn du magst, und noch langsamer aus. Und dann vergiss dein Atmen ganz und gar. Es wird ohne dich weitergehen. Das hat es immer getan. Heute Nacht gehst du zu einem Refugium, das hoch zwischen zwei Gletschern liegt, wo kleine Kupferglocken in den langen blauen Abenden des frühen Frühlings wieder zu ihrer Weichheit erwärmt werden. Es ist ein freundlicher Ort, ein stiller Ort, ein Ort, an dem nichts lauter klingen darf als ein angehaltener Atem und an dem der Schnee durch eine schmale Lattenluke hereinfällt und schmilzt, bevor er je den Boden berührt. Du wirst eine Schneeschmelzerin namens Wea kennenlernen, die die Glocken mit der Geduld eines Menschen pflegt, der diese Arbeit schon sehr, sehr lange tut. Du musst ihr nicht dicht folgen. Du musst dir weder ihren Namen merken, noch die Namen der Glocken, noch die Reihenfolge der Räume. Du darfst alles an den Rändern verschwimmen lassen. Du darfst deine Aufmerksamkeit kommen und gehen lassen, wie der Schnee, der durch die Luke hereinrieselt und schmilzt, bevor er je landet. Wenn deine Gedanken wandern, sind sie willkommen. Wenn deine Gedanken still werden, sind sie willkommen. Wenn du einschläfst, bevor die Geschichte endet, ist das schönste Ende von allen. Die Geschichte wird ohne dich weitergehen, und du wirst nichts versäumt haben, denn in ihr gibt es nichts, das man festhalten müsste. Also, lass deine Augen sich schließen, falls sie nicht schon geschlossen sind. Lass den Raum um dich weich und fern werden. Und komm jetzt mit mir, langsam, behutsam, den langen Steinpfad hinauf zwischen den Gletschern, zu dem Ort, wo die Kupferwände in der Farbe schwachen Tees glimmen und die Glocken unter ihren Flanellschals schlafen und Wea gerade ihre Abendrunde beginnt. Der Pfad hinauf zum Refugium liegt schon hinter dir. Du musst dich nicht daran erinnern, ihn erklommen zu haben. Du bist einfach dort, vor der schweren, hölzernen Tür, die in die Bergflanke eingelassen ist. Deine Hand auf dem eisernen Ring, der ihr als Griff dient. Das Eisen ist kalt, aber nicht unfreundlich. Es ist die Kälte von etwas, das geduldig im Schatten des Vordachs gewartet hat. Du drückst, und die Tür öffnet sich mit einem leisen Seufzen nach innen, und eine Welle von Wärme rollt dir entgegen. Keine scharfe Wärme, nicht die Wärme eines Feuers in der Nähe. Eine niedrige, gleichmäßige Wärme, die Art, die von unter dem Boden aufsteigt, die Art, die sich den ganzen Tag gesammelt hat und nun einfach nur ist. Du trittst ein. Die Tür schließt sich hinter dir mit demselben leisen Seufzen, und der Riegel legt sich mit einem so winzigen Klick in seine Halterung,
dass es fast wie das Geräusch eines Steins in einer Mauer klingen könnte, der sich ein wenig verschiebt. Du stehst einen Moment im Vorraum und lässt deine Augen sich anpassen. Das Licht hier ist das tiefe Orange einer Dochtlampe, klein gedreht, in eine kleine Nische zu deiner Linken gestellt. Die Wände sind aus gehämmertem Kupfer, leicht gedellt, glimmen in der Farbe schwachen Tees, dort, wo das Lampenlicht sie findet, und dunkler, beinahe in der Farbe von Flussschlamm, dort, wo es das nicht tut. Der Boden besteht aus langen, flachen Flusssteinen, jeder so groß wie ein Brotlaib, so eng aneinander gefügt, dass die Fugen zwischen ihnen nicht breiter sind als ein Faden. Die Steine sind warm unter deinen Füßen, angenehm warm. Die Wärme wandert durch die Sohlen deiner Schuhe hindurch nach oben, in deine Knöchel hinein, und du spürst, wie etwas in deinen Beinen weich zu werden beginnt, ohne dass du es erlaubt hättest. Die Luft riecht nach Mineralwasser auf erhitztem Stein. Ein klarer Geruch, ein geduldiger Geruch. Darunter, ganz schwach, liegt der Geruch von altem Kupfer und von trockenem Flanell und von Bleistiftgraphit und von der hohen, kalten Luft, die irgendwo vor dir durch die Luke herabgekommen ist. Du kannst, kaum hörbar, das Summen der Rohre unter dem Boden vernehmen. Es ist eigentlich kein Geräusch. Es ist eher die Erinnerung an ein Geräusch, eine Schwingung, die im Stein wohnt und eher in deine Knochen aufsteigt als in deine Ohren. Wenn du direkt darauf lauschst, verschwindet es fast. Wenn du aufhörst zu lauschen, kehrt es zurück. Du gehst einen Schritt vorwärts, dann noch einen. Der Vorraum öffnet sich in einen langen Korridor, an dem hölzerne Regale stehen, und auf jedem Regal ruht eine Reihe kleiner, mit Filz bezogener Tabletts. Du hebst keines davon hoch. Du brauchst es nicht. Du gehst einfach an ihnen vorbei. Dein Blick streicht über das weiche Grau des Filzes, die sanfte Wölbung jedes Tabletts, die dämmerigen Formen der Glocken unter ihren Flanellschals. Am Ende des Korridors weitet sich der Raum. Du trittst in die Hauptkammer des Refugiums und du hältst inne und du lässt dich sehen. Es ist ein runder Raum oder fast rund. Die Kupferwände schwingen zu beiden Seiten von dir weg und treffen sich oben in einer flachen Kuppel, die in ihrer Mitte von einer Lattenluke aus hellem Holz durchbrochen ist. Durch die Lattung kannst du das tiefe Blau der Bergnacht sehen, und durch die Lattung fällt sehr langsam Schnee. Kleine Flocken, trockene Flocken. Sie treiben hinab in die wärmere Luft der Kammer, und sie werden kleiner im Fallen. Und bevor sie die Tabletts mit den Glocken weiter unten erreichen, sind sie verschwunden. Sie sind einfach nicht mehr da. Das Hauchen ihres Verschwindens ist das lauteste Geräusch im Raum. Und es ist kaum überhaupt ein Geräusch. Unter der Luke liegt ein flaches Becken aus Bergwasser, in den Boden eingelassen, umringt von glatten, hellen Steinen. Dampf steigt aus dem Becken in langsamen Bändern auf, die sich winden und dünner werden und in den fallenden Schnee hinein verschwinden. Der Dampf trifft den Schnee irgendwo auf halbem Weg, und die beiden werden einander, und du kannst, wenn du es betrachtest, nicht sagen, wo die Wärme endet und die Kälte beginnt. Um das Becken herum, in immer weiteren Kreisen, stehen die Tabletts. Lange, befilzte Tabletts in der Farbe weichen Mooses. Jedes auf einem niedrigen hölzernen Gestell. Auf jedem Tablett liegt eine Reihe kleiner Kupferglocken auf der Seite. Jede am Rand mit einem Streifen blassen Flanells umwickelt. Jede zwischen zwei erwärmten Flusssteinen von der Größe einer Pflaume gebettet.
Es müssen hunderte Glocken im Raum sein. Vielleicht mehr. Du zählst sie nicht. Du lässt sie ungezählt. Die kupfernen Wände leuchten ringsum sanft, in der Farbe schwachen Tees, vertiefen sich zu Bernstein dort, wo die Dochtlampen in ihren Nischen stehen, verblassen zu einem dunkleren Bronze in den Zwischenräumen. Das Licht flackert nicht. Die Lampen wurden von jemandem geputzt, der weiß, wie man eine Lampe putzt, damit sie nicht flackert. Du stehst einen langen Moment, einfach im Inneren der Wärme. Die Rohre summen unter deinen Füßen. Der Schnee verschwindet über deinem Kopf. Die Glocken ruhen auf ihrem Filz. Und dann, von der gegenüberliegenden Seite der Kammer, siehst du Wea. Sie bewegt sich langsam am äußersten Ring der Tabletts entlang. Ein kleines Quadrat ungefärbten Flanells in der einen Hand, ein lederner Folioband unter den Arm geklemmt. Sie trägt eine lange Wolltunika in der Farbe von Flusslehm, in der Taille mit einem Streifen desselben Flanells gegürtet, den sie in der Hand trägt. Ihr Haar ist grau, zu einem lockeren Knoten im Nacken zusammengefasst. Ihre Füße sind nackt auf den warmen Steinen. Sie blickt nicht auf, als du eintrittst. Sie würde es nicht tun, selbst wenn sie dich bemerkte, denn die Regel des Refugiums lautet, dass nichts in seinem Inneren lauter klingen darf als ein angehaltener Atem. Und ein Blick kann eine Art Klingen sein. Und Wea hat viele Jahre damit verbracht zu lernen, nicht zu klingen. Du siehst, wie sie sich sehr langsam zu einem der Tabletts hinabbeugt. Du siehst, wie sie eine kleine Glocke zwischen ihren beiden Steinen hervorhebt. Gerade eine Fingerbreite in die Luft. Du siehst, wie sie das Flanellquadrat einmal, zweimal über die kupferne Oberfläche führt und das feine Kondenswasser aufnimmt, das sich dort gesammelt hat. Du siehst, wie sie die Glocke wieder zwischen ihren Steinen niedersetzt. Du siehst, wie sie das Flanelltüchlein wieder um ihren Rand schmiegt. Du siehst, wie sie zur nächsten Glocke weiterzieht. Es dauert lange, bis sie von einer Glocke zur nächsten gelangt. Sie hat es nicht eilig. Kein Teil von ihr hat es eilig. Ihr bleibt der ganze Rest des Abends. Und dem Abend bleibt der ganze Rest seiner selbst. Und nichts an diesem Ort verlangt von irgendjemandem, irgendwo früher zu sein, als er ohnehin schon ist. Du trittst weiter in die Kammer hinein, behutsam mit den Füßen. Die Steine sind warm. Du spürst, wie die Wärme jetzt in deine Schienbeine steigt. Du spürst, wie die Wärme in deine Hüften steigt. Du spürst das stetige, langsame Summen der Rohre unter dem Boden und die Art, wie es durch deinen Körper aufwärts wandert und sich ganz sanft hinter deinen Rippen niederlässt. Du findest eine kleine hölzerne Bank, die an die Rundung der kupfernen Wand gestellt ist, gerade noch innerhalb des Tablettkreises. Du setzt dich darauf. Auch die Bank ist warm, gewärmt von ihrer Nähe zum Boden. Du lässt deine Hände auf den Knien ruhen. Du lässt deine Schultern um eine Fingerbreite tiefer fallen, als sie waren. Du lässt deine Augen Wea auf ihren langsamen Runden folgen. Das erste Tablett, das sie heute Abend pflegt, ist das der ältesten Glocken. Du erkennst, dass sie alt sind. An der tiefen, dunklen Patina ihres Kupfers, der Farbe geschmorter Pflaumen, der Farbe nasser Rinde. Diese Glocken sind seit vielen Jahren nicht mehr geläutet worden. Sie wurden hierher zurückgezogen, um gewärmt und gewischt und behütet zu werden, weil die Menschen, die sie einst läuteten, sie liebten und es nicht ertragen konnten, sie kalt werden zu sehen. Wea bewegt sich an diesem Tablett mit besonderer Langsamkeit entlang. Sie hebt jede Glocke an,
und hält sie einen Atemzug lang gegen das Flanellquadrat und setzt sie wieder ab. Sie flüstert diesen Glocken nichts zu. Sie sind bereits benannt. Sie sind bereits gekannt. Sie ruhen. Du siehst, wie sie die Reihe beendet. Und dann siehst du, wie sie den ledernen Folioband öffnet und über die Ecke des Tabletts legt. Sie nimmt einen Bleistift aus einer kleinen Schlaufe an ihrem Gürtel, einen Bleistift, fast zum Stummel abgenutzt, das Holz weich geworden über Jahre des Haltens an immer derselben Stelle, und schreibt in langsamen, sorgfältigen Buchstaben eine einzige Zeile auf die Seite. Du kannst die Worte von deinem Platz aus nicht sehen. Du brauchst es auch nicht. Du weißt, dass sie das Wetter des Tages festhält, dass es am Morgen kalt war und am Mittag milder und dass der Schnee bei Einbruch der Dämmerung wieder einsetzte, in feinen, trockenen Flocken, die verschwinden, bevor sie landen. Du weißt, dass sie diese Zeile mit kleinen Abweichungen schon an vielen Abenden geschrieben hat und an vielen kommenden Abenden wieder schreiben wird. Die Wiederholung ist eine eigene Art von Wärme. Sie schließt das Folio. Sie steckt den Bleistift zurück in seine Schlaufe. Sie geht zum nächsten Tablett weiter. Dieses Tablett hält die mittelalten Glocken, jene, die oft genug geläutet wurden, um sich selbst zu kennen, aber nicht so oft, dass sie müde geworden wären. Ihr Kupfer hat die Farbe schwachen Tees, ganz wie die Wände. Sie leuchten leise im Lampenlicht. Wehr hebt eine nach der anderen empor, wischt die kleinen Tropfen des Kondenswassers von ihrer Oberfläche, setzt sie wieder zwischen ihre pflaumgroßen Steine. Sie summt sehr leise bei der Arbeit, irgendwo weit unterhalb der Schwelle des Klingens. Mehr Atem als Lied. Du spürst das Summen mehr, als dass du es hörst. Es vereint sich mit dem Summen der Rohre unter dem Boden, und die beiden werden zu einer einzigen langsamen Schwingung, die im Raum wohnt. Du lässt deine Augen einen Moment lang schließen. Nur einen Moment lang. Die Wärme sammelt sich nun in deiner Brust. Die Bank steht ruhig unter dir. Das Licht ist, selbst durch deine geschlossenen Lider, das tiefe Orange einer heruntergedrehten Dochtlampe. Als du die Augen wieder öffnest, ist Wehr bei einem dritten Tablett angekommen. Während du sie beobachtest, wird dir bewusst, dass sie sich heute Abend zu vielen Tabletts bewegen wird und dass du ihr nicht zu allen folgen musst. Du kannst deinen Blick auf einem Tablett ruhen lassen. Du kannst deinen Blick auf dem Becken ruhen lassen. Du kannst deinen Blick auf dem lattigen Oberlicht ruhen lassen, wo die Schneeflocken herabtreiben und verschwinden und herabtreiben und verschwinden und herabtreiben und verschwinden. Du entscheidest dich, für eine kleine Weile das Becken zu betrachten. Das Wasser im Becken ist sehr still. Es wird aus einem Rohr irgendwo unter dem Boden gespeist, denselben warmen Rohren, die unter den Steinen summen. Und ein langsames Rinnen hält es stets in derselben Tiefe, derselben Temperatur, demselben sanften Dampfen. Das Wasser stammt von den Gletschern, erinnerst du dich? Bergwasser, mineralisches Wasser, Wasser, das länger gefroren war, als irgendjemand in diesem Raum am Leben ist. Nun ist es aufgetaut und erwärmt und wird unter dem fallenden Schnee dargebracht. Und es gibt seine Wärme der Luft zurück in Form von Bändern aus Dampf. Du siehst, wie ein Band aus Dampf aus dem Becken aufsteigt, sich langsam dreht, sich langsam verdünnt, dem Oberlicht entgegenklimmt. Du siehst, wie es auf halbem Weg einer Schneeflocke begegnet. Du siehst, wie sie einander werden. Das Warme, das Kalte wird. Das Kalte, das Warme. Und du siehst, wie beide verschwinden,
keines gewinnt, keines verliert. Sie enden einfach. Es ist das trockene Verstummen von Schnee, der schmilzt, bevor er landet. Es ist der Geruch von mineralischem Wasser auf erhitztem Stein. Es ist das leise Summen der Rohre unter dem Boden. Diese 3 Dinge zusammen sind der Klang und das Empfinden des Refugiums. Und sie sammeln sich um dich wie eine weiche Decke. Wehr beendet ihren Rundgang bei den mittleren Glocken. Sie geht auf ihren bloßen, leisen Füßen um das Becken herum zur gegenüberliegenden Seite des Raumes, wo eine kleine Holztür einen Spalt weit offen steht. Durch die Tür kann man einen weiteren Raum sehen, kleiner, wärmer, von einer einzigen Dochtlampe erhellt. Man kann die Ecke eines Korbsessels sehen. Man kann einen niedrigen Tisch sehen, auf dem eine Teekanne steht und eine einzelne Tasse. Doch Wehr geht noch nicht in jenen Raum hinüber. Sie geht an der Tür vorbei und weiter zu einem langen Regal, das in die kupferne Wand eingelassen ist. Auf dem Regal steht ein Tablett, das du noch nicht gesehen hast. Ein neues Tablett. Es ist mit demselben weichen, moosgrünen Filz bezogen wie die anderen. Doch der Filz ist heller, weniger abgenutzt. Und die Glocken, die darauf ausgelegt sind nicht in alten Flanell gewickelt, sondern in frische Streifen aus blassem, ungefärbtem Stoff, sauber zusammengebunden. Du erkennst, während du sie vor diesem Tablett stehen siehst, dass dies die Neuankömmlinge sind. Die Glocken, die der reisende Stimmer am Tag zuvor abgelegt hat, damit sie sich an den Raum gewöhnen. Wehr steht einen langen Augenblick vor ihnen und sieht sie nur an. Sie berührt sie noch nicht. Sie lässt sie zuerst sie fühlen. Sie lässt sie wissen, dass jemand gekommen ist, um sie zu begrüßen. Dann hebt sie sehr behutsam die erste Glocke vom Tablett. Sie ist klein in ihrer Hand, nicht größer als eine Pflaume. Ihr Kupfer ist hell, fast rosig, von der Farbe eines Kupfers, das den langsamen Schatten der Jahre noch nicht kennengelernt hat. Sie hält sie nah an ihr Ohr. Sie schlägt sie nicht an. Sie lauscht einfach der Stille in ihrem Inneren. Nach einem langen Augenblick flüstert sie ein Wort. Du kannst das Wort nicht ganz verstehen. Es ist zu leise. Aber du begreifst, dass sie den Ton der Glocke benennt. Nicht in einer Sprache, die du kennst, sondern in einer Sprache, die sie sich über viele Jahre selbst geschaffen hat. Für sich und für die Glocken, die sie pflegt. Das Wort ist kurz. Das Wort ist weich. Das Wort passt zur Glocke. Sie trägt die neue Glocke, in beiden Händen gewiegt, zu einem frischen Tablett, das sie auf dem inneren Ring vorbereitet hat. Auf dem Tablett warten 2 erwärmte Flusssteine, pflaumengroß, ganz schwach glühend von der Wärme der Rohre unter dem Boden. Sie legt die Glocke seitwärts zwischen die Steine. Sie schmiegt einen Streifen weichen Flanells um ihren Rand, so wie man eine Decke um ein schlafendes Kind schmiegt. Sie richtet sich auf. Sie betrachtet die Glocke einen Atemzug lang. Sie nickt. Sie kehrt zum Regal zurück, um die nächste Glocke zu holen. Es sind vielleicht ein Dutzend neuer Glocken. Du zählst sie nicht. Du lässt sie ungezählt. Wehr nimmt jede einzelne, hält sie nah an ihr Ohr, lauscht der Stille in ihrem Inneren, flüstert ihren Namen, trägt sie an ihren Platz zwischen 2 warmen Steinen, schmiegt ihren Flanellschal um den Rand, nickt ihr zu und kehrt für die nächste zurück. Der Rhythmus davon ist der Rhythmus eines langsamen Atems. Heben, lauschen, flüstern, tragen, betten, schmiegen, schnicken, zurückkehren, heben, lauschen, flüstern, tragen, echen, betten, schmiegen, echen, nicken, zurückkehren. Du bemerkst, dass dein Atem sich verlangsamt hat, um diesem Rhythmus zu folgen. Du hast es nicht beschlossen.
Dein Körper hat es für dich beschlossen. Du lässt es zu. Die Dochtlampen glühen sanft in ihren Nischen. Die kupfernen Wände leuchten in der Farbe eines schwachen Tees. Der Schnee fällt durch das Oberlicht und verschwindet. Die Rohre summen unter dem Boden. Das Wasser dampft im Becken. Die Glocken ruhen auf ihrem Filz. Als Wea die 9 Glocken alle abgelegt hat, steht sie einen langen Augenblick in der Mitte des Raumes und sieht sich nur um. Ihr Blick wandert über die Tabletts. Ihr Blick wandert über das Becken. Ihr Blick wandert über die Dochtlampen. Ihr Blick wandert kurz über dich auf deiner Bank. Und in ihrem Gesicht ist keine Überraschung. Sie hat immer gewusst, dass du dort bist. Sie hat immer gewusst, dass jemand manchmal kommt, um sich auf die Bank zu setzen und ihr bei der Arbeit zuzusehen. Und sie hat diese Besucher längst in die Wärme des Raumes aufgenommen. So selbstverständlich wie den Dampf. So selbstverständlich wie den Schnee. Sie schenkt dir das kleinste aller Nicken. Kleiner als ein angehaltener Atemzug. Du musst nicht zurücknicken. Du musst nicht einmal lächeln. Die Begegnung ist vollständig. Sie wendet sich um und geht zum Becken. Sie kniet daneben nieder, langsam, mit der Sorgfalt von jemandem, der schon viele 1000 Male an diesem Becken gekniet hat und beabsichtigt, noch viele 1000 Male daran zu knien. Aus einer Nische im Stein nimmt sie einen kleinen kupfernen Krug, schlank und mit langem Henkel. Sie taucht den Krug in das Becken. Sie hebt ihn heraus. Sie sieht zu, wie das Wasser darin zur Ruhe kommt. Dann trägt sie den Krug zur anderen Seite des Beckens, wo ein kleines Bronzeventil aus dem Boden ragt. Sie dreht das Ventil sehr behutsam, nur eine Vierteldrehung, und das Rinnsal frischen Bergwassers ins Becken wird langsamer, dann stiller, dann hört es auf. Das Becken ist voll genug. Heute Nacht braucht es nicht mehr. Sie gießt das Wasser aus ihrem Krug in einem langsamen, bedachten Kreis über die warmen Steine am Rand des Beckens. Das Wasser zischt ganz leise, wo es auf den erwärmten Stein trifft. Ein Geräusch so klein, es könnte fast der Atem eines Einschlafenden sein. Das Wasser dampft. Der Geruch von Mineralwasser auf erhitztem Stein steigt in den Raum. Du atmest ihn ein. Du fühlst, wie er sich in deiner Brust niederlässt. Wea stellt den Krug zurück in seine Nische. Sie erhebt sich aus dem Knien. Sie geht hinüber zur Nische, in der nun das Lederbuch auf einem kleinen Holzpult ruht, und schlägt es erneut auf. Sie schreibt heute Nacht eine zweite Zeile auf die Seite. Du kannst sie nicht sehen. Du musst es auch nicht. Du weißt, dass sie über die Neuankömmlinge schreibt, dass es 12 waren, dass ihre Töne weich waren, dass sie ihre Plätze zwischen den warmen Steinen ohne Mühe angenommen haben, dass der Schnee weiterhin gefallen ist, trocken und fein, durch das geschlitzte Oberlicht und verschwunden ist, bevor er die Tabletts erreichte, dass das Becken voll war, die Lampen gleichmäßig brannten, die Rohre warm waren, dass alles wohl war im Heiligtum. Sie schließt das Buch. Sie legt den Bleistift, der fast bis auf einen Stummel abgenutzt ist, oben darauf. Sie verweilt einen Augenblick, die Hand auf dem Einband ruhend. Dann hebt sie die Hand wieder fort. Sie kommt nun zu den Tabletts der jüngsten Glocken. Nicht die Neuankömmlinge, die sind versorgt, sondern jene Glocken, die seit 1-2 Jahreszeiten hier sind, die begonnen haben, die tiefere Farbe der kupfernen Wände anzunehmen, die Wärme des Bodens und das trockene Verhallen des fallenden Schnees kennengelernt haben. Diese Glocken pflegt sie mit einer besonderen Zärtlichkeit.
Sie sind noch dabei zu werden, was sie sind, und sie möchte ihr Werden nicht überstürzen. Sie hebt jede einzelne hoch, wischt das Beschlagene fort, legt sie wieder ab. Doch bei diesen Glocken nimmt sie sich auch einen Augenblick, um den Flanellschal zurechtzurücken, ihn ein wenig enger zu ziehen, die kleinen Falten zu glätten. Bei diesen Glocken rückt sie auch die erwärmten Steine zurecht, dreht einen um wenige Grad, sodass seine Wärme die Glocke aus einem etwas anderen Winkel erreicht. Die Anpassungen sind winzig. Du kannst nicht recht erkennen, welchen Unterschied sie machen. Aber du kannst sehen, dass Wea ihn sieht, und das genügt. Sie bewegt sich langsam an der Schale entlang, hebt und wischt und richtet zurecht. Und du siehst ihr zu, und das Zusehen wird selbst zu einer Art Ruhen. Die Bank ist warm unter dir. Die Steine sind warm unter der Bank. Die Rohre summen. Die Lampen glimmen. Der Schnee fällt und verschwindet. Das Wasser dampft. Die Glocken ruhen. Während du zusiehst, bemerkst du, dass die Kammer ganz langsam dämmeriger wird. Nicht, weil die Lampen schwächer würden, sie brennen ruhig, sondern weil das tiefe Blau der Bergnacht sich dichter über dem Oberlicht sammelt und das wenige Licht, das von dort herabfällt, sich in ein dunkleres Blau hineinverliert. Und der Kontrast zwischen den erleuchteten Nischen und dem übrigen Raum ist nun sanfter, weicher, gleichmäßiger. Das Licht der Dochtlampen tritt mit nichts mehr in Wettstreit. Es ist einfach, tiefes Orange, niedrig gehalten, die Farbe der Wärme selbst. Du spürst, wie deine Lider schwerer werden. Du lässt sie ein Stück weit sinken und dann noch ein wenig und dann wieder öffnen, als Wea zur nächsten Glocke geht. Du schläfst nicht, du bist nicht wach, du bist einfach gegenwärtig in der Wärme, so wie der Dampf in der Luft gegenwärtig ist, so wie das Summen in den Steinen gegenwärtig ist. Als sie mit der Pflege der jungen Glocken fertig ist, geht Wea langsam zum inneren Ring, zu der neuen Schale, in der sie die Ankömmlinge des Tages gebettet hat. Sie hebt keine von ihnen hoch. Sie geht einfach an der Schale entlang und betrachtet eine nach der anderen, so wie eine Gärtnerin an einer Reihe junger Setzlinge entlang gehen mag, bevor sie für die Nacht hineingeht. Sie hält bei einer Glocke inne. Sie kniet sich neben sie. Sie beugt sich nahe heran. Sie horcht. Dann greift sie mit einem Finger hin und richtet den Flanellschal zurecht, zieht ihn auf einer Seite um einen halben Faden enger. Sie nickt. Sie erhebt sich. Sie geht weiter. Sie hält bei einer anderen Glocke inne. Sie kniet. Sie horcht. Sie dreht einen der erwärmten Steine um eine winzige Spur. Sie nickt. Sie erhebt sich. Sie geht weiter. Als sie das Ende der Schale erreicht, ist die Kammer sehr still geworden. Selbst das leise Rieseln des schmelzenden Schnees wirkt nun fern. Die Rohre summen. Das Becken dampft. Die Lampen glimmen. Du bist ein Teil davon. Du bist schon lange ein Teil davon. Wea wendet sich schließlich der kleinen Holztür auf der anderen Seite der Kammer zu. Der Tür, die ein wenig offen steht. Der Tür, hinter der eine einzelne Dochtlampe einen kleineren Raum erleuchtet, mit einem Korbsessel, einem niedrigen Tisch, einer Teekanne und einer einzigen Tasse. Doch sie tritt noch nicht durch die Tür. Zuerst geht sie noch einmal langsam die ganze Runde der Kammer ab, ihre bloßen Füße leise auf den warmen Steinen. Sie inspiziert die Glocken nicht. Sie grüßt den Raum. Das tut sie jeden Abend zu dieser Stunde. Sie geht die ganze Runde und der Raum kennt sie und sie kennt den Raum. Und dieses Rundgehen ist eine kleine Zeremonie, die den arbeitenden Teil des Abends beschließt.
Sie kommt nah an deiner Bank vorbei. Sie hält nicht an, sie schenkt dir noch ein kleines Nicken, ein noch kleineres als das letzte. Und du verstehst, dass sie jetzt durch die Tür geht, in den kleineren Raum, und dass es dir freisteht, ihr mit deinem Blick zu folgen oder hier in der Kammer zu bleiben oder dorthin abzudriften, wohin deine Aufmerksamkeit treiben mag. Du folgst ihr mit deinem Blick. Sie tritt durch den Türrahmen, leicht geduckt, denn die Tür ist niedrig. Der kleinere Raum ist wärmer als die Kammer und die Wärme legt sich um sie, als sie eintritt. Du kannst sehen, wie ihre Schultern um eine Fingerbreite weicher werden, sobald sie die Schwelle überschreitet. Der kleinere Raum ist rund, wie die Hauptkammer, doch nicht größer als ein großzügiges Zelt. Auch seine Wände sind aus gehämmertem Kupfer. Sie leuchten in der Farbe schwachen Tees, dort, wo die einzelne Dochtlampe sie streift. Sein Boden ist warmer Flussstein. In der Mitte des Raums steht ein Korbsessel, geflochten aus blassem, getrocknetem Schilf, tief genug, um darin zu versinken. Neben dem Korbsessel steht ein niedriger Tisch aus dunklem Holz, glatt poliert von vielen Tassen, die abgestellt und wieder gehoben wurden. Auf dem Tisch steht eine kleine Tonkanne, rundbauchig, mit einem winzigen Absplitter am Rand ihrer Tülle. Neben der Kanne eine einzige Tasse, ebenfalls aus Ton, ebenfalls rund, ebenfalls leicht angeschlagen am Rand. Über dem Korbsessel ist die Decke des kleineren Raums offen. Nicht mit Latten überspannt, wie das große Oberlicht, sondern völlig offen. Ein rundes Loch, mit Kupfer gerahmt, das hinaufblickt in das tiefe Blau der Bergnacht. Auch durch diese Öffnung fällt Schnee. Und wie der Schnee in der Hauptkammer verschwindet er, ehe er den Boden erreicht. Doch hier, in diesem kleineren Raum, geschieht das Verschwinden noch näher, noch leiser. Die Flocken treiben bis auf Armlänge an Veas Kopf heran, und dann sind sie einfach nicht mehr da. Sie geht zum Korbsessel hinüber. Sie setzt sich noch nicht. Zuerst hebt sie die Teekanne und gießt einen langsamen Strahl blass bernsteinfarbenen Tees in die einzige Tasse. Der Tee dampft. Sein Duft erreicht dich quer durch die Kammer. Ein Duft nach warmem Gras, nach getrockneten Sommerblumen, nach Bergkräutern, gesammelt, als die Hänge noch grün waren. Du atmest ihn ein. Du kannst ihn beinahe hinten auf der Zunge schmecken. Sie stellt die Teekanne ab. Sie hebt die Tasse. Sie hält sie einen langen Augenblick mit beiden Händen, nur um ihrer Wärme willen. Dann nimmt sie einen kleinen, langsamen Schluck. Sie eilt mit dem Schluck nicht. Sie lässt den Tee auf ihrer Zunge verweilen. Sie schluckt. Sie atmet aus. Sie senkt die Tasse. Sie wendet sich um und lässt sich endlich in den Korbsessel sinken. Der Sessel knarrt einmal, sehr leise, so wie altes Korbgeflecht knarrt, wenn es ein vertrautes Gewicht aufnimmt. Sie sinkt hinein. Ihre Schultern senken sich um eine weitere Fingerbreite. Ihre bloßen Füße ruhen auf dem warmen Stein. Die Tasse ruht auf ihrem Knie. Sie legt den Kopf zurück. Sie blickt hinauf durch die runde Öffnung in der Decke. Sie sieht den Schneeflocken zu, wie sie eine nach der anderen herabtreiben und über ihr in der warmen, aufsteigenden Luft verschwinden. Du siehst ihr zu, wie sie dem Schnee zusieht. Sie hat keine Eile. Du hast keine Eile. Der Schnee hat keine Eile. Die Rohre summen unter den Steinen. Die Lampen glimmen in ihren Nischen. Die Kupferwände halten die Wärme. Die Glocken ruhen auf ihren gefilzten Schalen, zwischen ihren pflaumengroßen Steinen, unter ihren Flanellschals. Das Becken dampft unter dem lattenüberspannten Oberlicht.
Das Buch liegt geschlossen auf seinem hölzernen Pult und der Bleistift, fast bis zum Stummel abgenutzt, ruht oben auf. Das ganze Heiligtum kommt zur Ruhe, so wie ein Haus am Abend zur Ruhe kommt, wenn die Menschen darin ihre Aufgaben beendet haben und sich niedersetzen. Du spürst, wie auch du zur Ruhe kommst. Die Bank ist warm. Deine Hände liegen schwer auf deinen Knien. Deine Schultern haben sich gesenkt, ohne dass du sie darum gebeten hättest. Deine Augen sind weicher, als sie es waren, als du durch die schwere Holztür am Eingang des Heiligtums getreten bist. Du musst dich nicht erinnern, wie lange du schon hier bist. Du musst dich nicht erinnern, wann du dich hingesetzt hast. Du darfst die Ränder dieser Erinnerungen verschwimmen lassen, so wie die Ränder der Schneeflocken verschwimmen, wenn sie in die wärmere Luft hineinfallen. In ihrem Korbsessel nimmt Wea einen weiteren langsamen Schluck Tee. Sie hält die Tasse einen Moment lang an die Brust, lässt die Wärme durch den Ton in ihrer Hand und in ihr Brustbein wandern. Sie atmet aus. Sie legt den Kopf wieder zurück. Sie betrachtet den Schnee. Eine Flocke schwebt herab. Sehr klein, sehr trocken, blitzt einmal im Lampenlicht auf, bevor sie eine Handbreit über ihrem Gesicht verschwindet. Eine weitere folgt. Noch eine. Die Flocken fallen in keinem Muster. Sie kommen, wenn sie kommen. Sie verschwinden, wenn sie verschwinden. Du bemerkst, während du mit ihr schaust, dass du angefangen hast, sie zu zählen. Nicht absichtlich. Du hast nicht beschlossen, sie zu zählen. Aber dein Geist, auf der Suche nach etwas Sanftem, hat begonnen, jede einzelne zu markieren. 1, 2, 3. Du lässt dich eine Weile zählen. Das Zählen ist langsam. Jede Flocke lässt sich Zeit. Manche brauchen länger zum Fallen als andere. Manche kommen dicht hintereinander. Auf manche folgt eine lange Pause, in der gar keine Flocke kommt. Nach einer Weile vergisst du, bei welcher Zahl du bist. Du fängst nicht von vorn an. Du hörst einfach auf zu zählen. Die Flocken fallen weiter ohne dich. Das haben sie immer getan. Wea stellt ihre Tasse zurück auf den niedrigen Tisch. Sie erhebt sich aus dem Korbsessel, langsam, und der Sessel knarrt einmal zum sanften Abschied. Sie nimmt die Teekanne. Sie geht zu einer kleinen Nische in der Wand, wo ein niedriger Wärmer den nächsten Kessel Wasser knapp unter dem Siedepunkt hält. Sie gießt ein Maß warmen Wassers in die Teekanne. Sie stellt die Kanne zurück auf den Tisch. Sie kehrt zum Sessel zurück. Sie sinkt wieder in ihn hinein. Sie atmet aus. Sie tut diese Dinge in der Reihenfolge, in der sie seit vielen Jahren jeden Abend tut. Und die Reihenfolge ist eine eigene Art von Wärme. Dir wird bewusst, während du auf deiner Bank sitzt, dass die Kammer um dich herum jetzt noch stiller ist als bei deiner Ankunft. Das Becken dampft sanfter. Die Dochtlampen leuchten weicher. Der Schnee fällt langsamer durch das geschlitzte Oberlicht. Oder vielleicht haben sich diese Dinge nicht verändert. Und es ist deine eigene Aufmerksamkeit, die weicher, langsamer, weiter geworden ist, sodass dieselbe Stille tiefer wirkt. So oder so. Das Vertiefen ist willkommen. Du lässt deinen Blick vom Oberlicht hinab zu den Schalen mit den Glocken wandern. Du lässt deinen Blick auf der Schale mit den ältesten Glocken ruhen, jenen mit der Patina von der Farbe geschmorter Pflaumen. Sie sind sehr still. Sie sind seit langer Zeit sehr still. Ihre Stille ist eine Art Zufriedenheit. Du lässt deinen Blick zur Schale mit den mittelalten Glocken wandern. Kupfer in der Farbe schwachen Tees, blasse Flanellschals, Steine in Pflaumengröße. Sie schimmern schwach
im weichen Lampenlicht. Sie atmen, fast. Nicht wirklich, aber fast. Du lässt deinen Blick zu den Neuankömmlingen wandern, die sich gerade erst niedergelassen haben. Ihr Kupfer ist heller, rosiger. Ihr Flanell ist weißer. Ihre Steine sind warm. Sie lernen den Raum. Bis zum Morgen werden sie ihn ein wenig kennen. Bis zum Ende der Saison werden sie ihn gut kennen. Du lässt deinen Blick zum Becken wandern. Der Dampf steigt in langsamen Bändern auf. Die Bänder begegnen dem fallenden Schnee auf halber Höhe. Das Warme wird zum Kalten. Das Kalte wird zum Warmen. Beides verschwindet. Du lässt deinen Blick zurück zur kleinen Tür wandern, wo Wea in ihrem Korbsessel sitzt und ihr eigenes Oberlicht betrachtet, die Teetasse auf dem Knie. Auch sie ist nun sehr still. Ihre Augen sind halb geschlossen. Ihre Brust hebt und senkt sich langsam. Der Tee dampft auf dem niedrigen Tisch. Der Sessel hält sie in seiner gewebten Wiege. Die warmen Steine halten ihre bloßen Füße. Eine lange Zeit vergeht. Oder vielleicht nicht so lange. Die Zeit ist heute Abend lose in der Zuflucht. Sie wird nicht von Uhren gemessen. Sie wird gemessen an den kleinen, langsamen Tätigkeiten des Wärmens und Wischens und Benennens und Nickens und am langsamen Treiben der Schneeflocken, die über den Glocken verschwinden. Die Lampen leuchten weiter. Die Rohre summen weiter. Die Kupferwände halten weiterhin die farbeschwachen Tees. Die Glocken ruhen weiter. Wea in ihrem Korbsessel nimmt einen letzten Schluck aus ihrer Tasse. Sie stellt die Tasse auf dem niedrigen Tisch ab. Sie schließt die Augen für einen langen Moment. Sie öffnet sie. Sie erhebt sich, langsam. Sie tritt zur Tür. Sie tritt zurück in die Hauptkammer. Sie geht noch einmal die ganze langsame Runde durch die Kammer. Grüßt die Schalen. Grüßt das Becken. Grüßt die Lampen. Grüßt den Schnee. Sie kommt nahe an deiner Bank vorbei. Sie hält nicht an. Sie schenkt dir ein Nicken, so klein, dass es fast ein Atemzug sein könnte. Sie geht zu jeder Nische der Reihe nach. Und an jeder Nische hebt sie die Hand und stellt den Docht der Lampe ein klein wenig niedriger. Die Lampen erlöschen nicht. Sie sinken einfach in ein tieferes, dunkleres Orange. Die Farbe von Glut. Die Farbe von Wärme, die beschlossen hat zu schlafen. Die Kammer wird dämmeriger. Die Kupferwände werden dunkler, bronzener, schattenhafter. Die Schalen mit den Glocken werden weicher in ihren Umrissen. Das Becken dampft noch. Der Schnee fällt noch. Die Rohre summen noch. Als sie die letzte Lampe gedämpft hat, kehrt Wea zur Tür des kleineren Raumes zurück. Sie hält dort inne, gerahmt von der niedrigen Tür, und blickt ein letztes Mal über die Kammer zurück. Ihr Gesicht ist ruhig. Ihr Gesicht ist das Gesicht eines Menschen, der getan hat, wozu er gekommen war. Und es gut getan hat. Und nun ruhen darf. Sie tritt durch die Tür. Sie geht hinüber zum Korbsessel. Diesmal setzt sie sich nicht hinein. Sie hebt eine gefaltete Decke von dessen Lehne. Eine Decke aus weicher Wolle, in der Farbe von Flusslehm, wie ihre Tunika, und trägt sie zu einer niedrigen Pritsche, die du zuvor nicht bemerkt hattest, an der hinteren Wand des kleineren Raumes. Sie legt die Decke auf die Pritsche. Sie löst den Gürtel ihrer Tunika, langsam, und hängt ihn an einen hölzernen Haken. Sie legt sich auf die Pritsche, auf die Seite, und zieht die Decke über sich, bis zur Schulter. Sie atmet einen langen, ruhigen Atemzug aus. Die einzige Dochtlampe im kleineren Raum brennt aus eigenem Antrieb ein wenig tiefer herab und sinkt in ein sanftes Glühen, nicht heller als eine gehaltene Kohle.
Die Öffnung in der Decke über ihr zeigt das tiefe Blau der Bergnacht und die kleinen trockenen Flocken, die noch immer hindurchtreiben, noch immer in der warmen Luft eine Handbreit über ihrem Gesicht verschwinden. Sie betrachtet sie eine Weile mit Augen, die fast geschlossen sind. Dann schließen sich ihre Augen ganz. Ihr Atem wird langsamer. Ihre Hand ruht, halb geöffnet, auf der Wolldecke. Sie schläft. Die Zuflucht hält sie sanft. Und sie hält die Glocken sanft. Und sie hält dich sanft. Du bist noch immer auf deiner Bank. Oder vielleicht bist du nicht mehr auf deiner Bank. Vielleicht bist du einfach irgendwo Warmem. Vielleicht sind die Bank und der Boden und die warmen Rohre schon dabei, sich aufzuweichen in den warmen Ort, von dem aus du lauschest. Auch das ist willkommen. Lass dich nun ganz still werden. Lass die Kammer um dich herum noch stiller werden. Die Lampen brennen niedrig. Die Glocken sind in Filz gehüllt. Das Becken dampft leise. Der Schnee fällt und vergeht. Die Rohre summen unter den Steinen. Die Kupferwände bewahren die Wärme eines langen, sanften Tages. Es gibt nichts mehr zu tun in dieser Nacht. Es gibt nichts mehr zu erinnern. Es gibt nichts mehr zu tragen. Das Hauptbuch ist geschlossen. Der Bleistift ruht oben auf. Die letzte Lampe brennt niedrig. Das Becken ist voll. Die Glocken sind warm. Wer schläft unter ihrer Decke aus Flusslehmfarbe? Lass deinen Atem sich legen. Lass deine Schultern sich legen. Lass deine Hände sich legen. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen sich legen. Lass die Wärme von unten in dich aufsteigen. Durch deine Füße, durch deine Beine, durch deine Hüften, durch deine Brust, bis du ganz und gar warm bist. Wie eine Kupferglocke auf einem Filztablett, zwischen zwei pflaumengroßen Steinen, unter einem Flanellschal. Der Schnee rieselt herab. Er vergeht, bevor er landet. Die Rohre summen sanft unter den warmen Steinen. Die Lampen glühen in der Farbe von Glut. Die Wände halten die Wärme. Die Glocken ruhen. Auch du ruhst. Du ruhst. Du ruhst. Die Kammer wird stiller. Das Licht wird weicher. Der Schnee wird langsamer. Das Summen wird tiefer. Schnee rieselt herab. Schnee vergeht. Wärme steigt auf. Wärme bleibt. Ruhe nun. Ruhe. Schlaf. Schlaf. Schnee. Wärme. Glocken. Die Kammer um dich herum geht weiter. Auch ohne dich. Das ist eine Freundlichkeit. Du musst dich nicht um sie kümmern. Du musst nicht auf sie horchen. Du musst keinen kleinen Teil von ihr offen halten. Die Kupferwände bewahren ihre eigene Wärme. Die Rohre tragen ihr eigenes Summen. Die Lampen hüten ihre eigenen niedrigen Flammen. Das Becken dampft, ohne dass du zusiehst. Die Glocken ruhen in ihrem Filz, ohne dass du sie zählst. Du kannst all das ohne dich weitergehen lassen. Du kannst dich zu dem einen Ding in der Kammer werden lassen, das einfach nur ruht. Wer atmet unter ihrer Decke aus Flusslehmfarbe langsam. Ein, aus. Ein, aus. Die kleine Form ihrer Schultern hebt sich ein wenig, senkt sich ein wenig. Die Decke hat die Farbe warmen Steins. Ihr Saum ist mit weicher, geflochtener Schnur eingefasst. Eine einzelne Lampe neben ihrer Bank glüht in der Farbe einer Glut, die in hohlen Händen gehalten wird. Du beobachtest das aus weiter Ferne. Du beobachtest es von innerhalb eines langen, langsamen Atemzugs. Der Schnee am hohen Fenster rieselt herab. Er kommt nicht an. Er sammelt sich nicht. Er vergeht eine Handbreit über dem warmen Glas, so wie Schnee hier seit jeher vergeht, so wie er die ganze Nacht vergehen wird und die
ganze nächste Nacht und alle Nächte jedes Winters, in dem diese Kammer ihre stille Arbeit verrichtet. Die Rohre unter den Steinen summen. Das Summen hat die Farbe von tiefem Gold. Das Summen hat die Form eines gehaltenen Tons. Das Summen ist das langsame Hüten warmen Wassers auf seinem langen, geduldigen Lauf. Du musst dem Wasser nicht folgen. Du musst dem Summen nicht folgen. Du musst nur ruhen. Wenn ein Gedanke aufsteigt, lass ihn ziehen. Lass ihn eine Schneeflocke am hohen Fenster sein. Lass ihn dem warmen Glas nahe kommen. Lass ihn eine Handbreit darüber vergehen. Du musst ihn nicht auffangen. Du musst ihm nicht folgen. Du musst ihn nicht benennen. Ein weiterer Gedanke mag aufsteigen. Lass auch ihn ziehen. Lass ihn eine weitere Schneeflocke sein. Lass ihn über dem warmen Glas vergehen. Du bist nicht der Schnee. Du bist nicht das Glas. Du bist die Wärme, die darunter gehalten wird. Du bist die Wärme, die in den Kupferwänden gehalten wird. Du bist die Wärme, die im Filztablett gehalten wird. Du bist die Wärme zwischen den beiden pflaumengroßen Steinen. Du bist die Wärme unter dem Flanellschal. Du bist ganz und gar warm. Die Lampen senken sich von selbst. Keine Hand dreht sie herunter. Sie legen sich einfach zurecht, so wie ein Feuer sich am Ende eines langen Abends zurechtlegt, so wie eine Kerze sich in ihre eigene weiche Lache neigt. Die Kammer wird um das kleinste Maß dunkler. Die Kupferwände nehmen die Dämpfung sanft auf. Die Schatten werden nicht schärfer. Sie werden nur weicher. Alles in der Kammer wird ein wenig mehr zu einem Traum seiner selbst und ein wenig weniger zu einem Ding, das du von einem Traum trennen musst. Die Bank unter dir, falls es eine Bank gibt, wird wärmer. Die Decke über dir, falls es eine Decke gibt, wird weicher. Das Kissen unter deinem Kopf, falls es ein Kissen gibt, nimmt die Form deines Ruhens genau auf. Wenn es keine Bank gibt, keine Decke, kein Kissen, wenn du dich schon an deinem eigenen warmen Ort befindest, dann wird auch dieser warme Ort wärmer. Die Kammer leiht ihre Wärme über die kleine Entfernung hinweg. Kupfer ist auf diese Weise großzügig. Warmes Wasser ist auf diese Weise großzügig. Das Summen geduldiger Rohre ist auf diese Weise großzügig. Du empfängst die Wärme. Du musst nichts tun, um sie zu empfangen. Du musst nur still sein. Weit unten im Gang, wo die Lampen am niedrigsten brennen, gibt eine einzelne in Filz gehüllte Glocke den kleinstmöglichen Klang ab. Es ist kaum ein Klang. Es ist die Erinnerung an einen Klang. Es ist die Art, wie eine Glocke atmet, wenn sie schläft. Niemand hört ihn außer den warmen Steinen und den langsamen Rohren und dir aus weiter Ferne, von innerhalb des langen, langsamen Atemzugs. Der Klang ruft dich nicht. Der Klang verlangt nichts von dir. Der Klang sagt dir nur, dass es der Kammer gut geht. Der Kammer geht es gut. Wer geht es gut? Den Glocken geht es gut. Dem Schnee geht es gut. Den Rohren geht es gut. Dir geht es gut. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass die kleine Stelle zwischen deinen Augenbrauen weich werden. Lass deine Zunge hinter deinen Zähnen ruhen. Lass deinen Hals locker sein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr sinken. In die warme Bank, in das warme Bett, in was auch immer dich hält. Lass deine Arme schwer werden. Lass deine Hände schwer werden. Lass deine Hüften schwer werden. Lass deine Beine schwer werden. Lass deine Füße schwer werden. Die Wärme steigt durch all diese Schwere auf und
die Schwere heißt die Wärme willkommen. Sie gehören zusammen. Ein warmer, schwerer Körper ist ein Körper, der bereit ist zu schlafen. Ein warmer, schwerer Körper ist ein Körper, den die Kammer zu halten weiß. Die Kammer hält dich. Schnee rieselt. Schnee vergeht. Rohre summen. Lampen senken sich. Glocken ruhen. Wer atmet? Du ruhst. Wenn du noch lauschst, musst du nicht weiter lauschen. Die Worte dürfen zu einer leisen Wärme werden, wie die Rohre. Die Worte dürfen zu einem sanften Glühen werden, wie die Lampen. Die Worte dürfen zu einem langsamen Rieseln werden, wie der Schnee. Du musst ihnen nicht folgen. Du musst sie nicht halten. Du kannst sie über dich hinwegziehen lassen, so wie warmes Wasser durch Kupfer zieht. Lass sie ziehen. Die Kammer lässt, ganz behutsam, noch eine letzte Sache zur Ruhe kommen. Das letzte kleine Buch, das auf der langen Bank noch halb offen lag, schließt sich von selbst, so wie sich Seiten in einem Buch schließen, das zu Ende gelesen wurde. Keine Hand bewegt es. Das Schließen macht das leiseste Geräusch, ein sanftes Seufzen von Papier auf Papier. Der Bleistift, der oben auflag, rollt eine Fingerbreite und kommt zum Stehen. Die Lampe neben dem Buch senkt sich, wie die anderen. Alles in der Kammer ist nun in derselben sanften Wärme. Alles ist in demselben weichen Licht. Alles ist in demselben langsamen Summen. Die Kammer hat ihre Nacht erreicht. Auch du hast deine Nacht erreicht. Es gibt nichts mehr zu finden. Es gibt nichts mehr zu lernen. Es gibt nichts mehr zu sammeln. Du bist durch die warmen Gänge gegangen. Du hast den umhüllten Glocken gelauscht. Du hast zugesehen, wie der Schnee über dem hohen Glas verschwand. Du hast am Becken gesessen. Du hast gespürt, wie die kupfernen Wände ihre Wärme halten. Du hast auf der warmen Bank geruht. Du hast deinen Atem langsam werden lassen. Du hast deinen Körper schwer werden lassen. Du hast die Kammer ohne dich weiterziehen lassen. Das ist genug. Das ist das ganze Werk der Nacht. Du hast es vollbracht. Und beginnt die Kammer ganz langsam sich zusammenzulegen. Nicht, weil sie geht, sondern weil du sie verlässt, von ihr fortgleitest, so wie ein kleines Boot von einem warmen Ufer fortgleitet auf einer stillen Flut. Die kupfernen Wände werden ferner. Das Summen der Rohre wird ferner. Die Lampen werden ferner. Die Glocken werden ferner. Wer unter ihrer Decke aus Flusslehm wird ferner. Das hohe Glas und der verschwindende Schnee werden ferner. Sie sind nicht fort. Sie sind nur jetzt hinter dir. Sie sind nur alle zusammen, gehalten an einem kleinen warmen Ort, zu dem du in jeder Nacht zurückkehren kannst, wann immer du magst. Die Kammer wird da sein. Die Glocken werden da sein. Das Becken wird dampfen. Die Rohre werden summen. Der Schnee wird über dem hohen Glas verschwinden. Wer wird ihre stille Arbeit verrichten? Du kannst zurückkehren. Doch heute Nacht treibst du dahin. Heute Nacht lässt du los. Die Flut ist warm. Die Flut ist langsam. Die Flut trägt dich. Du musst nicht rudern. Du musst nicht steuern. Du musst nicht das Ufer im Auge behalten. Du musst dich nur zurücklehnen. Du musst dich nur tragen lassen. Schnee, Wärme, Glocken, Schnee, Wärme, Glocken, Schnee, Wärme, Wärme. Dein Atem ist langsam. Dein Körper ist warm. Dein Geist ist weich. Die Kammer ist fern. Die Nacht ist nah. Der Schlaf ist nah. Der Schlaf ist hier. Lass den letzten kleinen Gedanken aufsteigen und lass ihn über dem warmen Glas vergehen. Lass den letzten kleinen Klang aufsteigen
und lass ihn im Filz vergehen. Lass das letzte kleine Licht aufsteigen und lass es sich senken wie die Lampen. Du bist warm, du bist gehalten, du bist still, du bist sicher, du ruhst, du ruhst, du ruhst. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Schnee rieselt herab. Er verschwindet. Die Rohre summen, leise und geduldig. Die Lampen leuchten, in der Farbe von Glut, gehalten in hohlen Händen. Die kupfernen Wände bewahren die Wärme des langen, sanften Tages. Die Glocken ruhen in ihrem Filz. Wer atmet langsam unter ihrer Decke aus Flusslehm. Das Becken dampft, sanft, in der Stille. Und du, irgendwo im Warmen, irgendwo gehalten, irgendwo sicher. Auch du atmest langsam. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Die Kammer bleibt. Die Nacht bleibt. Die Wärme bleibt. Du schläfst. Du schläfst. Du schläfst. Gute Nacht. Gute Nacht. Schnee, Wärme, Schlaf, Schlaf.